Hallo Leute, wir waren gerade in Atlanta im Coca-Cola-Museum und da habe ich gedacht, ich zeige euch einfach mal ein paar Eindrücke, die ich gemacht habe. Ich habe also ein bisschen gefilmt da drin für euch, vielleicht findet ihr es ja auch interessant. Die Geschichte hinter Coca-Cola ist eigentlich auch ganz interessant. Es geht also so los, dass ein Soldat im 18. Jahrhundert, der war verletzt und war dann süchtig nach Morphin, um eben seine Schmerzen zu beheben. Und der hat dann ganz verzweifelt in einer Apotheke nachgefragt, ob man denn da nicht irgendwas als Ersatzmittel herstellen könnte. Und da hat also ein Pharmazist versucht, irgendwas herzustellen für ihn, und das war unsere Cola. Also der Pharmazist Pemberton, der hat sich also dieses Rezept ausgedacht für die Cola. Damals das also als Medizin verkauft. Und er hat halt behauptet, dass die Cola, und ich habe es hier in meinem Phone, dass es also Krankheiten wie Morphinsucht oder Indigestion, also irgendwas mit dem Magen, du kannst nicht richtig die Nahrung verdauen, Nerve Disorders, also Nervenkrankheiten, Headaches, Kopfschmerzen und sogar Impotenz, dass also diese Krankheiten alle durch Cola geheilt werden können. Und dann hat Griggs Candler, also ein Geschäftsmann, der hat das Zeug probiert und fand das klasse und hat das dann, die Geschichte ist ein bisschen kompliziert, aber am Ende hat er es gekauft für ein bisschen über $2000, hat er also Coca-Cola gekauft. Übrigens, der Name Coca-Cola stammt von daher, dass sie benutzt haben Cola-Nuts und Coca-Leaves. Ja, und Griggs Candler, der war also so ein schlauer Geschäftsmann, der hat Coca-Cola so toll vermarktet, dass in 1919 das so ein großer Erfolg war, dass es für 25 Millionen Dollar abgekauft wurde von einer großen Firma. Und ihr wisst ja alle, wie viel Erfolg Coca-Cola bis heute hat. Also zuallererst zu kaufen gab es Coca-Cola 1886 in Apotheken als Medizin. Fand ich ja doch ganz interessant. Und ich zeige euch dann mal ein paar Bilder. Wir sind ja in das Museum reingegangen. Ist halt so sehr typisch amerikanisch, und natürlich sagt man auch nur Gutes über Coca-Cola. Es wird hier nicht davon gesprochen, dass es ungesund ist und Zucker enthält oder irgendwie sowas. Und wenn man reinkommt, dann ist man erstmal in so einem Raum, wo man also alle möglichen Coca-Cola-Werbe, wie kann man das nennen? Werbeutensilien, Gegenstände, die sollen angeblich alle original sein. Manche sahen für mich einfach, nicht manche, alle sahen für mich alle so gepflegt und in gutem Zustand aus, dass ich also doch ein bisschen in Frage gestellt habe, ob die alle so original sind und tatsächlich so alt sind. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber interessant fand ich ja manche von den Sachen, und die sahen ja auch ganz süß und lustig aus. Und nach dem Raum kommt man also in ein kleines Theater, und da guckt man sich einen 5 Minuten Film an, der irgendwie so überhaupt gar nichts mit Coca-Cola zu tun hat, wo also ganz herzergreifende kleine Geschichten passieren. Immer so die Geschichte, die man hier eben sieht. Der Vater ist im Irak im Krieg oder in Afghanistan und kommt dann zurück, und die Familie freut sich, solche Geschichten. Und dann ganz am Ende macht Coca-Cola halt so dieses, ja, wir wollen unsere Erinnerungen mit euch scheren, irgendwie so. Naja, bisschen kitschig, aber eine Träne habe ich doch verloren, weil sie es doch ganz gut hinbekommen haben, diesen Film zu drehen. Und danach geht es dann wirklich ins Museum rein. Und ein paar von den Ausstellungsstücken fand ich auch echt interessant, und das wirklich zu sehen, dass also im Jahr 1886 elegante Damen in einem schicken Café Coca-Cola getrunken haben, fand ich ja schon ganz interessant. Und es war auch ausgestellt, dass anscheinend in Deutschland mal es Coca-Cola-Dosen zur FIFA zum Sammeln gab. Fand ich auch lustig, habe ich ja hier nicht mitbekommen, gab es hier nicht.
Und ich kenne auch überhaupt gar keine Fußballer mehr und kenne mich überhaupt gar nicht mehr aus in Deutschland. Und ja, den Raum fand ich ganz interessant. Ein bisschen beknackt ist The Vault, also der angebliche Safe, wo das Rezept angeblich von Coca-Cola aufbewahrt. Und man muss dann eben da durch diese Gänge durchgehen. Und es wird einen aufgeheizt. Gleich werdet ihr es erfahren. Und am Ende, was ist dann? Nee, ihr werdet es nicht erfahren. Es ist im Safe und wir holen es nicht raus und wir zeigen es euch nicht. The secret formula for Coca-Cola is here. So share a Coke. Be part of the magic. We'll keep the secret. Because keeping the secret ensures that the magic lives on. And there you have it, ladies and gentlemen. The vault that contains the only written documentation for the secret formula of Coca-Cola. Übrigens hat tatsächlich so gut wie keiner das originale Rezept, sondern Coca-Cola produziert hier nur den Sirup und schickt dann den Sirup in, ich glaube, 200 Länder heraus und die Rezepte variieren je nach Land. Manche mögen es süßer als andere und die haben aber tatsächlich nicht das Rezept, sondern mixen das dann eben mit Wasser in ihre Flaschen oder Dosen und ja, die haben tatsächlich nicht das Rezept. Und dann, was natürlich mein Sohn auch am allertollsten fand, war, da ist also ein Riesenraum, wo man alle möglichen Cola-Sorten ausprobieren kann, weltweit. Und da habe ich aber auch eine Frage an euch. Da ist nämlich die Bon Aqua Apfelbirne mit wenig Kohlensäure als deutsch ausgezeichnet und ich habe das noch nie gesehen. Kennt ihr das? Ich habe meine Freundin gefragt und die hat gesagt, die hat das auch noch nie gesehen. Also ich frage mich, ob das so richtig ist, ob das wirklich stimmt oder ob das nur so ein bisschen Quatsch ist, was sie da ausgestellt haben. Und übrigens, mir hat ja sehr gut geschmeckt die Sprite aus Taiwan. Die war nämlich nicht süß. Die war total erfrischend und lecker, wie so eine Selter mit so einem ganz bisschen süß und ein bisschen so Zitronengeschmack. Fand ich also lecker. Weiß ich aber nicht, ob es das tatsächlich gibt. Und dann gab es da auch noch ein 4D-Kino, wo man also ein bisschen nass gespritzt wird und auch gepiekt wird und der Sitz rumwackelt und so. Das fand mein Sohn auch ganz toll und ich fand es okay. Ja, ich habe gedacht, ich erzähle euch darüber ein bisschen und erzählt mir mal, ob das jetzt euch Spaß gemacht hat, sowas zu sehen oder ob ihr das total langweilig findet. Dann könnt ihr es mir auch sagen. Ich bin dann auch nicht böse. Okay. Macht's gut, das war's heute von mir und ich wünsche euch einen super Tag. Tschüssi, eure Sissi. What about you, man? Florida. All right. Anybody else from Florida? Yeah. Oh. That's a big crowd. The Florida people in there. All right. What about you, sir?